Ja, ich verstehe auch nicht, warum Komoot mich hier wirklich versucht hatte durchzuleiten. Also da könnte ich schon wieder echt einen Strahl kotzen. So, jetzt sieht man hier auch noch so eine scheiß Baustelle hier. Holy shit, was ist denn hier passiert? Eieiei, guckt euch das mal an. ...1,6 Kilometer in einer Zeit von knapp 17 Minuten. Ja, und mit diesen Worten begrüße ich euch heute zum Trainingsmarsch für den Megamarsch Berlin bei Nacht, den ich ja am 31.08.2024 antreten werde. Ja, zu dem Megamarsch werde ich euch im Laufe des heutigen Videos noch das eine oder andere Mal so ein bisschen erzählen wollen. Ja, aber unsere heutige Tour werden 30 Kilometer roundabout sein. Meine Lieben, außerdem werden euch heute noch so die eine oder andere kleine Information erwarten, meines Kanals Ronnys Wanderlust betreffend. Ja, bleibt also auf jeden Fall dran, ne? Denn die Informationen sind schon sehr, sehr wichtig und hoffentlich auch so ein Stück weit spannend. Ja, Kilometer 3,45 in einer Zeit von 36 Minuten. Ja, herzlich willkommen hier in der Kleingartenanlage Märchenland. Ja, die Kleingartenanlage Märchenland e.V. ist hier wirklich definitiv der Name Programm. Ne, ihr seht hier zum Beispiel einen Weg, die sogenannte Frau-Holle-Weg, total cool. Ja, und die Wege sind hier tatsächlich alle irgendwo nach berühmten Märchenfiguren benannt, also ganz interessant auf jeden Fall. Also ich komme jetzt zum Beispiel am Däumlingsweg vorbei, also ihr hört schon raus, ne? Also der Name Märchenland e.V. ist hier ganz klar Programm. Finde ich ganz interessant und ist auch wirklich hier eine sehr, sehr schön angelegte Kleingartenanlage. Ja, und mit diesen schönen Eindrücken heiße ich euch erstmal herzlich willkommen wieder in Berlin-Malchow. Und zwar bei gut 4,64 Kilometer in einer Zeit von 50 Minuten. Ja, wir befinden uns hier gerade zwischen zwei Maisfeldern, also wie gesagt sehr, sehr imposant. Ja, und die Tour heute ist ich würde mal sagen, so ein bisschen gemischt auf jeden Fall. Jetzt vor allem am Anfang der Tour hatten wir doch sehr, sehr viele urbane Stellen gehabt. Teilweise auch sehr, sehr laut, natürlich so in irgendwelchen Hauptstraßen entlang. Aber ich habe das bewusst heute so geplant, so eine, ich sag mal, immer gemischte Tour. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund, denn beim Megamarsch jetzt hier am 31.08. Der führt ja halt nicht nur durch die Natur, ne, sondern halt eben auch durch urbane Stellen innerhalb von Berlin. Und deswegen versuche ich halt auch so ein Stück weit beim Training auch die Wegbeschaffenheiten beim Training quasi so ein bisschen anzupassen, also bei der Tourenplanung, um das Ganze so ein Stück weit zu simulieren. Oh Mann, ihr Lieben, ihr könnt euch das vielleicht nur so ein bisschen vorstellen, aber die Sonne brennt hier aber wirklich gnadenlos. Ja, wir haben zwar heute wirklich nicht so heiß, also ich sag so vielleicht maximal 25 Grad werden wir heute ja erwarten. Aber ich bin hier gerade auch wieder tierisch am Schwitzen und ich bin auch echt froh, dass ich mein Cappy heute mitgenommen habe. Boah, Alter, die Waldferse, die Sonne ist hier doch ganz schön am Brutzeln, ja.
Ja, 5,10 Kilometer sind wir jetzt gelaufen in einer Zeit von 57 Minuten. Und wir befinden uns jetzt hier gerade an der Bernauer Pflasterweg. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, ich kann ja noch mal schauen. Okay, muss ich mich ein bisschen korrigieren. Nicht Bernauer, sondern Blankenburger Pflasterweg, genau. Ja, 7,17 Kilometer in 1 Stunde und 20 Minuten. Und ja, damit heiße ich euch recht herzlich willkommen in Französisch Buchholz. Ja, die Tour, die führt uns dann später auch noch ein Stück quasi durch Reinickendorf durch. Und da denke ich so ein bisschen gerade an einem Kanal, nämlich T4 Liebe von der lieben Heike, die ich an dieser Stelle erstmal ganz lieb grüßen möchte. Denn wir hatten uns ja mal in dem einen oder anderen Livestream darüber unterhalten, wie der Bezirk Reinickendorf über die Jahre, muss man schon leider zugeben, immer mehr und mehr ein Stück weit verkommen ist. Anders kann man es leider nicht zum Ausdruck bringen. Ja, meine lieben Freunde des Wanderns, gerade eben habt ihr ja tatsächlich einen kleinen Fluss gesehen und das war nämlich Tatsache die Panke. Da sind wir gerade vorbeigelaufen. Ja, und hier haben wir das untrügerischen Beweis, die Pankstraße. Die ist nämlich tatsächlich nach der Panke quasi benannt worden. Ja, das leidige Problem mit der Navigation. Ich bin hier irgendwie gerade auf ein Privatgrundstück geleitet worden. Ja, ihr Lieben, da sieht man halt den ultimativen Beweis. Tatsächlich, Privatgelände, kein Durchgang. Ja, ich verstehe auch nicht, warum Komoot mich hier wirklich versucht hatte durchzuleiten. Also da könnte ich schon der echten Strahl kotzen. So, jetzt sieht man hier auch noch so eine scheiß Baustelle hier, wo ich eigentlich hätte durch müssen. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich hier irgendwie die Straße wechsle. Also, das sind schon wieder so Sachen. Mann. Naja, gut. Ja, nicht verzagen, weitermachen, weiter geht's. So, jetzt bin ich wieder auf richtigem Kurs. 8,41 Kilometer sind wir jetzt gelaufen in einer Zeit von 1 Stunde und 35 Minuten. Ja, zum Megamarsch wollte ich euch ja so das ein oder andere heute mal im Video drüber erzählen, was quasi so wahrscheinlich auf mich zukommen wird. Ja, 50 Kilometer werden das werden und zwar durch die Berliner Nacht. Ja, starten werde ich also so 18:15 Uhr am 31.08. Und dann innerhalb von 12 Stunden sollte man die Distanz, also 50 Kilometer, schaffen. Ja, es werden laut der Information, die ich jetzt vom Veranstalter vor ein paar Tagen per E-Mail bekommen habe, insgesamt 4 Verpflegungsposten geben. Also so im Durchschnitt kann man eigentlich sagen, so alle 10 Kilometer etwa ein Verpflegungsposten. Ja, hier sehen wir eine Büchertauschbox. Ja, total klasse gemacht. Lesen ist ein großes Wunder. Marie von Ebner-Eschenbach. Nimm ein Buch, lies ein Buch und bring ein Buch. Ja, und hier gibt es also mehrere Möglichkeiten. Ja, also man kann sich hier Bücher aussuchen. Man kann es sich tatsächlich auch einfach nur leihen und dann auch wieder zurückbringen. Ja, aber wenn man ja zum Beispiel auch ein Buch für sich selber komplett mitnehmen will, dann sollte man natürlich auch ein anderes Buch hier wieder reinstellen. Also wirklich das Prinzip des Tauschens. Also finde ich persönlich total klasse, dass es so eine Boxen gibt. Ja, also auch so der Nachhaltigkeitsgedanke wird ja hier wirklich ganz klar gelebt. Finde ich total cool. Ja, ich muss schon ganz ehrlich sagen, also die Sonne, die brennt hier wirklich wie Sau. Anders kann man das echt nicht ausdrücken. Also meine ganze Cappy ist schon völlig durchgeschwitzt. Also es tropft hier teilweise sogar schon von dem Cappy-Rand quasi runter. Also das ist echt der absolute Wahnsinn. Obwohl wir das jetzt von der Lufttemperatur heute gar nicht so warm haben. Aber die Sonne, boah, Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ich habe es jetzt auch, muss ich zugeben, gerade so ein ganz leicht ein bisschen im Kreislauf gemerkt. Also so ein ganz leichter Triesel. Also ich muss jetzt auch gerade hier so ein bisschen vom Tempo runtergehen. Mann, also das in diesem Sommer hier das Wetter, das ist, naja, gut. Nicht verzagen, wie gesagt, weitermachen. Also 9,47 Kilometer sind wir jetzt gelaufen in einer Zeit von 1 Stunde und 50 Minuten.
Ja, meine lieben Wanderfreunde, hier befinden wir uns jetzt am Nordgraben. Ja, man kann das wahrscheinlich jetzt mit der Kamera leider nicht so ganz einfangen. Das ist immer so ein bisschen das Problem. Aber es ist hier wirklich ein richtig schöner Graben, den wir hier sehen können. Ja, wir sind jetzt 10,22 Kilometer gelaufen in einer Zeit von 1 Stunde und 59 Minuten. Weiter geht's. Ja, meine Lieben, wir sind jetzt 11,41 Kilometer in einer Zeit von 2 Stunden und 15 Minuten gelaufen. Ja, im Moment geht es mir Gott sei Dank wieder besser. Also ich hatte, wie gesagt, so ein bisschen, ja, so ganz leicht mit dem Kreislauf zu kämpfen gehabt. Ja, gerade eben oder vorhin, besser gesagt. Und das liegt wirklich daran, die Sonne ballert hier wirklich vom Himmel. Und das ist wirklich ein Punkt, wo ich immer wieder auch merken muss, und da räume ich auch ein, da bin ich wirklich ein absolutes Weichei. Nämlich, ich bin absolut kein hitzeliebender Mensch. Also mir fällt es so unsagbar schwer, Wandertouren vor allem über längere Distanz im Sommer durchzuführen, muss ich ganz ehrlich einräumen. Ich bin halt wirklich eher so der, ja, muss ich schon ganz ehrlich sagen, so vielleicht der Frühlings-Herbst-Typ, vielleicht auch so ein Stück weit der Wintertyp, aber Sommer, vor allem bei so einer Hitze, das ist, muss ich ganz ehrlich einräumen, ist wirklich nicht meins. Habe ich also auch wieder ganz deutlich gemerkt. Ja, denn jetzt am Anfang des heutigen Marsches bin ich ja jetzt wirklich so mit 6 km/h gestartet. Ich bin jetzt ein bisschen gedrosselt so auf ein Durchschnittstempo von ja, so 5,3 Kilometer pro Stunde. Also ich lasse das Ganze jetzt ein bisschen ruhiger angehen. Ja, und da sieht man halt wirklich, dass so ein Marsch auch halt nicht nur mit Höhen, sondern halt auch mit Tiefen versehen ist. Und ganz wichtig ist, dass man sich wirklich selber auch nicht überschätzen sollte. Ja, also wenn man irgendwie merkt, so Kreislauf meldet sich oder irgendwelche Dinge, sollte man da wirklich schon ein Stück weit gegensteuern. Also ich habe jetzt zum Beispiel das Tempo halt rausgenommen. Ja, und wenn es mir jetzt ja, nach einer Weile nicht besser gegangen wäre, hätte man sogar vielleicht über einen Abbruch der heutigen Tour nachdenken müssen. Also ich bin schon jemand, der ein Stück weit auch auf seinen Körper hört, muss ich da auch ganz ehrlich einräumen. Ja, in diesem Sinne, weiter geht's. Ja, und mit diesem Schild herzlich willkommen in Blankenfelde. Ja, also ich denke mal, die Gefahr dürfte heute definitiv nicht bestehen. Holy shit, was ist denn hier passiert? Eieiei, guckt euch das mal an. Ja, ein komplett ausgebranntes Auto. Das ist ja heftig. Ja, von vorne mal gucken, ob hier irgendein Nummernschild oder irgendwas dran ist. Nee, ich glaube, sieht erstmal nicht so aus. Kann ich euch das quasi das auch mal von vorne zeigen. Alter, das ist ja krass. Boah. Also komplett. Ja, da sieht ihr hier so ein bisschen wie so ein Feuerlöschkasten aus. Ist er aber nicht, weil hier steht drauf Bücherschrank. Ja, mal gucken, ob man den hier einfach so aufmachen kann. Ja, also das ist einfach nur so ein Gummiding, was man hier wieder, genau, kann man also einfach nur so aufmachen. Genau. Ja, und da seht ihr, wie gesagt, auch wieder so ein paar Bücher drin, und hier steht hier auch Winterpause. Vom 11. November bis 1. März ist der Bücherschrank geschlossen. Ja, ich hatte euch ja eingangs vom Video ja so Andeutungen gemacht, dass ich mir so ein paar Gedanken gemacht habe, was meinen Kanal Ronnys Wanderlust anbelangt, weil ich auch so ein Stück weit gemerkt habe,
dass ich vielleicht gerade im Moment ja nicht so wirklich weiterkomme, um das mal so auszudrücken. Ja, und ich muss schon sagen, da gab es auch viele Kommentare, die mir wirklich hier in dem einen oder anderen Überlegung, die ich mir angestellt habe, auch wirklich weitergeholfen haben. Zum einen werde ich in Zukunft versuchen, das ist jetzt schon mal der erste Punkt von den 3 Punkten, die ich mir überlegt habe, werde ich, wie gesagt, versuchen, nicht mal allzu lange Videos zu machen. Ja, der zweite Punkt wäre tatsächlich etwas häufiger einen Livestream anzubieten auf meinem Kanal Ronnys Wanderlust. Ja, und zwar im Prinzip unter der vollen Kategorie ein Plausch vom Punkt. Also das Punkt ist ja jetzt gerade ein Platzhalter. Also was ich mir halt überlegt habe, mich halt irgendwo in die Natur oder bei irgendwelchen bestimmten Spots irgendwo hinzusetzen und quasi mit euch einen kleinen Livestream zu veranstalten oder vielleicht auch, ja, wenn ich so kleinere Trainingsmärsche mache, etc. Da werde ich also versuchen, wenigstens einmal die Woche einen solchen Stream auf meinem Kanal Ronnys Wanderlust euch anzubieten. Ja, was haltet ihr denn eigentlich schon von der Idee der ersten 2 Punkte? Schreibt mir das vielleicht mal in die Kommentare. Ja, und ich würde mich natürlich freuen, vielleicht habt ihr auch so ein paar Ideen für meinen Kanal. Einfach immer gerne rein in die Kommentare. Das hilft mir auf jeden Fall sehr weiter und da sage ich auch schon mal vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, und mit diesen wirklich wunderschönen Aufnahmen von dieser wirklich wunderschönen Landschaft begrüße ich euch erstmal auf jeden Fall recht herzlich im Botanischen Volkspark Blankenfelle. Ja, also ihr seht, Namensgedächtnis ist vielleicht auch nicht so meine größte Stärke. Das ist auch so ein bisschen mein Schwachpunkt. Genau, also wir befinden uns jetzt, wie gesagt, in Blankenfelle und zwar, wie gesagt, im Volkspark. Ja, im Botanischen Volkspark, also wirklich hier eine absolute Stille. Ja, anhand dieser Tafel sehen wir, dass wir uns jetzt ja, nicht im, aber halt am Zingergraben befinden. Ja, es handelt sich hier also auch um ein Landschaftsschutzgebiet im Blankenfelde. Ja, auch hier sehen wir ein Gebiet, wo wir zum Beispiel auch unter anderem den Storch vielleicht auch antreffen können oder halt auch das Rotwild. Also absolut spannend. Ja, meine Lieben, auch hier sehen wir noch mal eine weitere Informationstafel, Felder, Wälder, Wiesen, Weiden. Ja, und laut dieser Tafel ist das das Landschaftsschutzgebiet Blankenfelle etwa 801 Hektar groß. Ja, und das Ganze wurde 2004 unter dem Landesschutzgebiet gestellt oder als Landesschutzgebiet ausgewiesen. Ja, und mit diesen Bildern heiße ich euch erstmal recht herzlich willkommen an der alten Heidekrautbahnlinie. Ja, diese Verbindung führt irgendwie, glaube ich, zum Teil auch über Wilhelmsruh als Beispiel. Ähnliches wurde 1901 nach meinen Recherchen gebaut, aber seit dem Bau der Berliner Mauer wurde dann der Bahnhof Wilhelmsruh, wenn ich mich jetzt recht entsinne, glaube ich, dann geschlossen. Ja, und deswegen ist dann diese Strecke hier auch quasi jetzt seitdem stillgelegt.
Ja, und wir befinden uns jetzt hier auch gerade tatsächlich auf den Berliner Mauerweg. Also zumindest also ein kleines Teilstück davon. 14,07 Kilometer sind wir jetzt gelaufen in einer Zeit von genau 3 Stunden. Also ihr merkt, ich bin wirklich mit dem Tempo deutlich runtergegangen. Ja, der dritte Punkt, den ich euch ja quasi auch noch so ein bisschen schuldig bin, wie es mit meinem Kanal weitergehen soll, beziehungsweise die Ideen, die ich dazu habe, ist der, dass ich versuchen möchte, mal so quasi das eine oder andere Tutorial-Video zu drehen, also so über Thema Wanderung, also vielleicht so mit Tipps, Tricks und Hilfen. Da bin ich mir aber noch so ein bisschen am Überlegen, wie ich das Ganze quasi umsetzen kann, denn man muss ja auch zugeben, es ist ja auch alles immer so ein bisschen eine kleine Zeitfrage. Ja, Kilometer 15,63. Ihr hört mich, glaube ich, schon so ein klein wenig schwerer atmen, denn ich befinde mich gerade schon auf dem Weg auf die Lübaser Höhen. Die sind halt angegeben mit 85 Meter über Normalnull. Ja, also die heutige Tour hat also auch quasi ein paar Höhenmetern anzubieten. Ja, also ich bin jetzt hier seit ein paar Minuten schon auf dem Weg mit einer permanenten Steigung. Ja, also geht der Puls ein bisschen hoch, die Atmung wird jetzt schon ein bisschen schneller. Ja. Aber mal gucken, ob sich der Ausblick, den wir hoffentlich gleich genießen können, sich auch lohnen wird.